und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute wieder zu einem neuen Video mit koreanischer Küche. Und zwar möchte ich euch heute ein wirklich super scharfes und aber sehr, sehr leckeres Gericht vorstellen. Und zwar heißt es Tteokbokki. Und das wird auf Englisch übersetzt Hot and Spicy Rice Cake. Das heißt scharfer und ja, würziger Reiskuchen. Und ihr wisst ja, ich habe ja schon Reismilch selber hergestellt und daraus meine Reiskuchen gemacht. Und das war genau für dieses Tteokbokki, was ich heute für meine Familie servieren werde. Damit es für die Kinder nicht so scharf wird, werde ich dazu etwas Reis servieren. Und ich bin sicher, die mögen das super gerne. Dazu gibt es heute auch noch leckere, hart gekochte Eier. Die werden dann auch in diese würzige Paste eingelegt. Es ist im Prinzip ein sehr einfaches Gericht. Das Einzige, was ihr vorher herstellen müsst, ist natürlich der Reiskuchen. Wenn ihr einen Asialaden in eurer Nähe habt und dort bekommt ihr Reiskuchen, dann könnt ihr natürlich auch gekauften nehmen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Zutaten und dann werden wir uns an die Zubereitung machen. Also für das Tteokbokki braucht ihr Reiskuchen, und zwar zylindrischen und runden. Da können es auch Fischkuchen sein, wenn ihr sie bekommt. Ich habe jetzt runden Reiskuchen einfach geformt, das habt ihr ja im Video gesehen. 3 Frühlingszwiebeln, dann braucht ihr scharfe Chiliflocken, etwas braunen Zucker, ihr braucht hart gekochte Eier, ich habe jetzt 8 Stück, ihr braucht Gochujang-Paste, Wasser 4 Cups und ihr braucht die besondere Zutat, die das Ganze so speziell macht, getrocknete Sardellen und Seetang, und das bekommt ihr alles im Asialaden oder eben übers Netz. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer auf den Blog. Dort könnt ihr das Rezept dann auch ausdrucken. Wir machen uns jetzt an die Zubereitung und ich denke, das geht recht schnell. Das Einzige, was da noch fehlt, ist der Reis. Und dann können wir es auch schon probieren und genießen. Das Erste, was wir noch machen, ist unsere Anchovies hier vorbereiten, also die Sardellen. Und zwar sind das ja so kleine getrocknete Fischlein. Bitte nicht erschrecken. Und da muss man jetzt den Kopf abmachen. So. Und auch das Schwarze, was eben noch drin ist, rausnehmen. Ich nehme jetzt 14 Stück statt 7. 7 große soll man nehmen oder 14 kleine. Schwarze raus. Das ist Nummer 1, der kleine Haufen, die tun wir nachher weg. So, und was wir jetzt noch brauchen, das sind die Frühlingszwiebeln. Und zwar nehmen wir uns da ein bisschen was weg zum Garnieren später. Ja, so ein bisschen was. Und die schneiden wir jetzt einfach in gröbere Stücke. Und wenn irgendwas zu dick ist, kann man das noch gerade teilen. Für die Garnitur schneiden wir uns das hier so in längliche Streifen. Ich mache jetzt erstmal 4 Cups Wasser in meine Pfanne. 1, 2, 3, 4. Und da hinein kommen natürlich jetzt die getrockneten Sardellen. Ohne Kopf natürlich. Dann wollten wir rausnehmen. Und ein getrocknetes Seetangblatt in etwa so die Größe. Das kommt jetzt einfach hinzu. Den Rest können wir wieder einpacken. Und das lassen wir jetzt erstmal aufkochen. Das fängt schon ein bisschen an zu dampfen. Und ich kann euch sagen, das duftet schon total lecker nach Fisch. Also wer Fisch mag, wird auch diese Brühe mögen. In der Zeit, in der es jetzt hier aufkochen muss, kann man schon mal die heiße Paste herstellen. Die heiße Paste, sage ich schon. Die scharfe Paste. Und zwar nehmen wir uns dafür einen Esslöffel scharfe Flocken und 1/3 Cup Hot Pepper Paste. Und ihr seht, das kocht hier schon langsam auf. Und jetzt lasse ich das einfach so mal vielleicht ja, so 15 Minuten einreduzieren, bis sich die ganze Flüssigkeit so auf etwa 2,5 Tassen reduziert hat. Können wir noch den Zucker dann zu unserer Paste hinzugeben. Und dann verrühren wir das Ganze miteinander. Das wird dann später unsere Würze für die Rice Cakes. Während meine Brühe jetzt so etwa 15 Minuten auf mittlerer Hitze einreduzieren muss, kann ich dann schon mal meine Eier schälen. Die kommen hier nachher dann mit hinein.
15 Minuten hat die Brühe jetzt auf mittlerer Hitze geköchelt. Ich habe in der Zeit meine Eier gepellt und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Es duftet hier in der ganzen Küche schon so ein bisschen nach Fisch und Fischsoße. Und das Ganze muss jetzt durch ein Sieb gegossen werden, aber natürlich nicht weggießen, sondern das ist ja die Brühe, die wir jetzt brauchen, um den Reiskuchen zuzubereiten. Also, die Brühe gieße ich jetzt ab. Und ihr seht, da ist jetzt der Tang, der bleibt übrig und natürlich auch die Anchovies. Die Brühe kommt natürlich jetzt wieder in unsere Pfanne. Und wir lassen sie über mittlerer Hitze jetzt wieder etwas heiß werden. Und als erstes rühren wir natürlich unsere Hot Pepper Paste hier hinein. Mal probieren, ob sie gut schmeckt. Ah. Mit ein bisschen Wasser löse ich jetzt hier noch den Rest der Paste aus dem Gefäß. Die ist ja sehr teuer. Da will ich nichts verschwenden. Also ihr könnt auch die Hälfte natürlich verwenden, wenn euch das zu scharf ist. Ich mache jetzt das so, wie es gedacht ist. So, und was wir jetzt schon mal reingeben können, sind die Rice Cakes. Und ich habe das ja auf dem Blog auch schon geschrieben. Rot und Weiß sind auch ganz besondere Farben für die Koreaner. Ich gebe die jetzt einfach alle hier rein. Und ich gebe jetzt auch meine runden Reiskuchen mit hinein und rühre jetzt mal vorsichtig um. Meine Eier kommen natürlich jetzt auch noch dazu. Die sollen ja auch heiß werden und auch so ein bisschen würzig. Und ich finde schon allein die Farben, Rot und Weiß, ist einfach wunderschön. Und jetzt kann man das Ganze so etwa 10 bis 13 Minuten kochen lassen und ab und zu umrühren. Das Tteokbokki muss jetzt so ungefähr 10 bis 13 Minuten auf mittlerer Hitze bubbeln und danach wird es fertig sein und wir können es probieren. Es dickt in der Zeit etwas ein durch die Stärke, die einfach in den Reiskuchen ist und dann dadurch haftet dann so die Soße super schön an den Rice Cakes. Ja, und in den letzten Minuten der Garzeit werde ich jetzt noch meine Zwiebeln darüber geben. Ich will es einfach nicht sofort machen, weil die sonst so arg verkochen. Ich glaube, Manji macht sie vorher rein, aber ich hätte sie gerne noch ein bisschen frischer, einfach ein bisschen knackiger. Und die werden ja sehr schnell gar. Das gibt dem Ganzen jetzt noch eine wunderschöne Note. Wenn ihr riechen könntet, was ich hier rieche, das riecht einfach super, super lecker. Das Tteokbokki ist jetzt fertig, es ist schön einreduziert. Ich kann euch nur raten, das Ganze mit etwas Reis zu probieren. Es ist nämlich höllisch scharf. Also ich weiß es noch vom letzten Mal. Mal sehen. Ja, es ist scharf. Also für die Leute, denen es zu scharf ist, ich finde es gut so. Aber es gibt ja auch Leute, die mögen nicht so scharf essen. Nehmt euch auf jeden Fall dann die Hälfte der Paste nur und vielleicht auch die Hälfte der Chiliflocken. Und dann reicht das auch. Aber ich finde es gut so. Also für alle Leute, die sehr gern scharf essen, ist es perfekt. Und der Reiskuchen schmeckt so richtig so schön, ja, so wie ein bisschen gummig, irgendwie chewy sagt manche immer. Chewy und einfach einzigartig gut. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und dazu einfach auch Reis servieren, weil das die Schärfe so ein bisschen wegnimmt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Schickt mir auch eure Fotos von dem Gericht. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und bis bald. Ciao!